Arthrose im Knie, Schmerzen, Kraftlosigkeit und Bewegungseinschränkung sind oft die Folge. Aber wusstest du, dass ein simples Tape dir sofort helfen kann, deine Knie zu stabilisieren und Schmerzen zu lindern? Ich zeige dir in diesem Video, wie einfach das geht. Arthrose ist weltweit eine der häufigsten Gelenkserkrankungen. Früher dachte man, Arthrose bedeutet nur eine abgenutzte Knorpel. Heute wissen wir, es ist eine komplexe Gelenkserkrankung. Beteiligten sind nicht nur der Knorpel, aber auch Knochen, Meniskel, Kapsel, Muskel und auch die Bänder. Typisch sind Schmerzen und Steifigkeit, vor allem morgens oder nach dem Sitzen und ein eingeschränkter Bewegungsumfang. Wenn du dein Knie ohne Medikamente oder OP unterstützen willst, dann kann Kinesiotaping eine sinnvolle Möglichkeit sein. Das kennst du vielleicht als diese bunte elastische Tapes, die du oft beim Sportler siehst. Aber kann das wirklich auch bei Kniearthrose helfen? Die Forschung ist da ehrlich gesagt nicht ganz eindeutig, aber es gibt spannende Hinweise. Einige Studien zeigen, dass Patienten, die eine Kinesiotape hatten, weniger Schmerzen beim Gehen oder Treppensteigen. Die verbessern die Wahrnehmung und auch das Körpergefühl, steigern die Beweglichkeit und sogar die Muskelkraft von der Oberschenkelmuskulatur. Und das Beste ist, das ist günstig und einfach anzuwenden und komplett nebenwirkungsfrei. Aber wie wirkt denn das Tape? Das Tape stimuliert über die Haut die sogenannten Mechanorezeptoren. Dadurch wird das Schmerzempfinden heruntergeregelt. Ähnlich wie wenn du den Ellenbogen stößt und automatisch reibst. Zusätzlich kann das Tape deinen Lymphfluss verbessern und auch die Muskulatur unterstützen. Ein paar spannende Studien zeigen, dass die Patienten mit Tape weniger Schmerzen bei Bewegung hatten als die Patienten ohne den Tape. Auch das Treppensteigen war viel leichter. Und auch eine weitere Studie hat gezeigt, dass die Funktion deutlich besser ist, wenn die Patienten ein Tape getragen haben. Also, es ist keine Wundermethode, aber ein hilfreiches Werkzeug, das du zusätzlich einsetzen kannst. Und jetzt zeige ich dir, wie das geht. Für das Tapen brauchst du jetzt 4 verschiedene Streifen. Ein sollte ungefähr 20 cm lang sein, 2 Streifen jeweils 15 cm und ein kleines, das 10 cm lang ist. Wenn du jemanden kennst, der gerade mit Schmerzen am Knie wegen einer Arthrose hat, dann schick ihm dieses Video. Ich bin mir sicher, das kann gut helfen, die Schmerzen etwas zu lindern. Und jetzt zeige ich dir, wie du das Tape anbringst. Dafür solltest du als erstes das Knie so weit wie möglich zu dir heranziehen, in voller Beugung. Du wirst spüren, dass hier auf den unteren Bereich von den Unterschenkelknochen, dass du hier so einen Vorsprung hast. Und da setzt du dann den ersten Streifen an. Wichtig bei dem Anlegen vom Tape ist, dass die Spitze immer ohne Zug angebracht werden. Das heißt, du beginnst, indem du den unteren Teil abmachst, direkt auf diesen Knochenvorsprung draufklebst und dann ziehst du den großen Teil von den Klebern ab. Und jetzt ziehst du das Tape so ungefähr 25% von seiner Länge. Klebst es von unten nach oben über die Kniescheibe und dann weiter nach oben Richtung Oberschenkel. So dass du großen Teil von der Oberschenkelmuskulatur auch mit angeklebt hast. Die Spitze legst du dann wieder komplett zugfrei ab. Reibe ein bisschen darüber, damit es gut klebt. Und hier hast du dann halt einen guten Effekt, einmal auf die Kniescheibe, aber auch auf die Muskulatur drauf. Und jetzt geht es darum, dass wir die Innen- und auch die Außenbänder vom Knie etwas unterstützen. Für die Außen- und Innenbänder brauchst du jetzt den Mittellangstreifen. Dein Knie soll ungefähr in 45 Grad gebeugt sein.
Das Tape reißt du nun in der Mitte durch und ziehst dann halt die Seiten und ziehst es jetzt halt auseinander, sodass die Seiten noch gut beklebt sind. Als erstes solltest du das Tape so ungefähr 25% von der Dehnbarkeit, ziehst du das dann halt auseinander. Behältst den Zug und klebst es jetzt so seitlich auf dem Knie drauf, auf den äußeren Rand. Und bringst dann halt die eine Spitze etwas nach vorne weg und die andere Spitze ohne Zug nach oben weg. Ebenfalls hier kurz darauf reiben, damit es gut auf die Haut drauf klebt. Einmal das für die Außenbänder vom Knie und jetzt das gleiche nochmal für die Innenbänder. Wieder das Tape in der Mitte aufreißen, dann die seitlichen Bänder auseinanderziehen, so dass die Spitzen noch mit dem Kleber drauf sind. Das Knie wieder in ungefähr 45 Grad Beugung und hier noch einmal zu ungefähr 25% auseinanderziehen und dann auf der Innenseite vom Knie kleben. Platziere als erstes die Mitte drauf und dann das untere Teil ziehst du wieder etwas zur Innenseite vom Knie oder zur Mitte vom Knie hin und ohne Zug und dann nach oben einfach wegstreichen und hier nochmal über das Knie. Jetzt hast du schon eine Stabilität und Entlastung für die Kniescheibe, von der Patellasehne, für die Innenbänder und auch die Außenbänder. Zum Abschluss machen wir dann noch einen Querstreif unterhalb von dem Gelenkspalt. Wieder einmal in der Mitte durchreißen, noch einmal mit etwas Zug. Wichtig ist jetzt, ist das Knie dann halt gestreckt. Du klebst die Mitte drauf mit etwas Zug. Wenn du die Mitte drauf geklebt hast, darfst du dann das Knie beugen und streifst dann die Seite aus. Also, eine Studie hat gezeigt, dass genau diese Tape-Anlage, so durchgeführt, deutlich die Schmerzen reduziert hat bei Patienten mit Kniearthrose. Die konnten auch danach besser die Treppen laufen und waren im Alltag, hatten die eine bessere Kniefunktion als Patienten, die das Tape nicht hatten. Das Tape darfst du gerne 3 bis 5 Tage drauf lassen. Und ein kleines Tipp von mir. Man kann sich ganz normal duschen, es ist auch kein Problem, wenn Wasser oder Seife drüber läuft, aber nachdem man sich geduscht hat, das Tape ist ja Stoff und Kleber. Deshalb ist es sinnvoll, dass man nach der Dusche kurz mit den Föhn drüber geht, damit das Tape schneller trocknet. Dadurch hält es länger und man hat nicht dieses kalte, nasses Gefühl auf der Haut. Also, ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!